Bist du auch manchmal so im Stress, dass du abends wie ausgelaugt auf die Couch fällst? Wir alle kennen das Gefühl, wenn sich Stress im Körper ausbreitet. Anfangs glauben wir noch, alles souverän meistern zu können. Langsam und Stück für Stück schwindet diese Motivation dann allerdings und wir fühlen uns leer und ausgebrannt. Dinge, die uns ursprünglich Spaß gemacht haben, erfreuen uns plötzlich nicht mehr. Was dazu führt, dass wir noch weniger positive Erlebnisse in unserem Alltag haben. Eine Art Negativspirale, aus der wir dringend ausbrechen sollten. Mein Name ist Kerstin, ich bin Psychologin bei InstaHelp und in diesem Video lernst du, wie Stress entsteht und was du tun kannst, um mit deinem Stress besser umzugehen. Stress ist ein vollkommen individueller Prozess. Jeder Mensch empfindet andere Dinge als stressig und jeder Mensch geht auch vollkommen anders mit stressauslösenden Situationen um. Während für den einen die Fahrt zur Arbeit und der Stau jeden Morgen der absolute Horror ist, so quält sich eine andere Person Woche für Woche durchs regelmäßige Teammeeting. Warum ist das so? Weil Stress eben nicht in unserer Umwelt, sondern in unserem Kopf entsteht. Stress ist nämlich das Resultat eines kognitiven Bewertungsprozesses in unserem Gehirn. Ein Prozess, der vollkommen automatisch und unterbewusst abläuft, den du in den meisten Fällen gar nicht mitbekommst. Wenn du in deinem Leben vor einer stressauslösenden Situation stehst, dann fragt sich dein Gehirn im Hintergrund. Erstens, ist diese Situation für mich gefährlich, vollkommen neutral oder vielleicht sogar positiv herausfordernd? Wenn eine Situation vom Gehirn als gefährlich eingestuft wird, folgt der zweite Prozess, in dem das Gehirn sich fragt, weiß ich denn, wie ich mit dieser Gefahr umgehen kann? Habe ich ausreichend Ressourcen, also Kraftquellen, die mir helfen, diese Herausforderung zu schaffen? Wenn das Gehirn beschließt, das ist eine Gefahrensituation und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ich habe keine Erfahrung, wie ich dieses Problem lösen kann, dann reagiert der Körper mit Stress. Mit all den Stresssymptomen, die wir so gut kennen. Wir bekommen Herzrasen, wir bekommen schwitzige Hände, Atemnot, die Verdauung funktioniert nicht mehr, wir fühlen uns innerlich unruhig. Versuchen wir das anhand eines Beispiels. Stellen wir uns vor, wir hätten einen wichtigen und langen Vortrag zu halten und sind wahnsinnig aufgeregt. Warum ist das so? Im ersten Schritt überprüft unser Gehirn, ist diese Situation, das Halten des Vortrags, eigentlich eine Herausforderung, eine Gefahr oder vielleicht sogar ein positiver Stress. Wenn das Gehirn diesen Vortrag als Gefahr, als negative Herausforderung interpretiert, dann fragt es, habe ich sowas Ähnliches schon einmal erlebt? Weiß ich aus der Erfahrung, dass ich Vorträge gut meistern kann? Wenn dem nicht so ist und das vielleicht mein allererster Vortrag ist, dann signalisiert das Gehirn, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Es vermittelt an den Körper Alarmbereitschaft, alles auf Panik, wir fühlen uns furchtbar, ängstlich und gestresst. Genau das spürst du dann, wenn du aufgeregt bist und zittrig wirst. All diese Symptome, das Herzrasen, das Aufgeregtsein, die innere Unruhe, sind Dinge, die an sich und kurzfristig nicht nur vollkommen ungefährlich, sondern sogar wichtig sind. Mit diesen Symptomen aktiviert uns unser Körper nämlich, schenkt uns Energie und Aktivität, um die Herausforderung gut meistern zu können, so beispielsweise den Vortrag souverän über die Bühne zu bringen. Aber im Leben gibt es nicht nur Vorträge zu halten, sondern auch wirkliche Gefahren. Diese Stresssymptome sorgen dafür, dass wir in gefährlichen Situationen agieren können, dass wir kämpfen können, dass wir fliehen können, dass unser Körper mobilisiert ist. Grund für diese Stressreaktion sind die sogenannten Stresshormone, allen voran das Cortisol, das unser Körper ausschüttet und das dann umgangssprachlich ausgedrückt durch unsere Blutbahn schwimmt und für all diese Symptome verantwortlich ist. Kurzfristig gar kein Problem. Problematisch wird es dann, wenn diese Stresssymptome anhalten, wenn der Cortisolspiegel im Blut dauerhaft erhöht ist und wir uns in einer chronischen Anspannung befinden, wenn wir nicht mehr zur Ruhe kommen, die Gedanken nicht mehr abschalten können, innerlich zittrig sind. Dann schädigen wir damit nicht nur unsere körperliche, sondern auch unsere mentale Gesundheit. Wenn wir über Stress sprechen, fühlt sich wahrscheinlich jeder Mensch irgendwann im Lauf seines Lebens angesprochen. Kaum jemand ist durchgehend entspannt und vollkommen relaxed, auch wenn das ein Zustand wäre, der auf den ersten Blick durchaus wünschenswert klingt. Aber man soll nicht vergessen, ein gewisser Grad an Stress ist sogar wichtig für uns, aktiviert uns und den brauchen wir, um motiviert zu bleiben.
Ein Mensch, der nie vor Herausforderungen steht, jemand, der nie stressige Situationen erlebt, fühlt sich auf Dauer unterfordert und auch nicht glücklich. Wenn wir aber vom Burnout sprechen, dann geht es darum, chronischen Stress und deren Folgen zu beschreiben. Rund um das Thema Burnout kursieren sehr viele falsche Wahrheiten. Allen voran jene, dass man glaubt, ein Burnout dürfen nur all jene Menschen empfinden, die richtig hart arbeiten und mindestens 70 Stunden in der Woche im Büro sind. Tatsächlich ist ein Burnout aber ein ganz individuelles Phänomen und auch kein Symptom, das jetzt von heute auf morgen auftaucht, sondern ein Komplex aus vielen unterschiedlichen Empfindungen und Erscheinungsbildern. Das Problem ist, dass wir mittlerweile mit dem Begriff Burnout auf der einen Seite viel zu leichtfertig umgehen. 2, 3 Tage keine Lust auf die Arbeit zu haben oder vielleicht Montagmorgen mit etwas zerdrückten Augen ins Büro zu gehen, ist nämlich noch lange kein Burnout. Auf der anderen Seite führt diese leichtfertige Handhabung mit dem Begriff auch dazu, dass das Burnout manchmal viel zu wenig Ernsthaftigkeit bekommt. Tatsächlich ist das Burnout nämlich zu behandeln wie eine wirklich schwerwiegende Erkrankung. Besonders herausfordernd dabei ist, dass das Burnout nicht von heute auf morgen eintritt und dass es keine Erkrankung ist, die man anhand spezieller Symptome ganz eindeutig erkennen kann. Ein Burnout schleicht sich langsam in Phasen in unseren Alltag. In psychologischen Theorien beschreibt man hier 12 unterschiedliche Phasen, die von der Entstehung bis zum Ausgeprägtsein eines Burnouts beschrieben werden. Ganz am Anfang steht der Perfektionismus, das Gefühl, alles richtig und perfekt machen zu müssen. Im besten Fall natürlich alleine, ohne die Hilfe anderer. Das sind häufig Menschen, die bei der Arbeit nichts abgeben können, die unbedingt alles unter eigener Hand machen wollen. Die Folge von diesem übertriebenen Engagement ist jene, dass unsere Werte, unsere Prioritäten sich vollkommen verschieben. Das, was einst wichtig war, das, was mir ursprünglich Spaß gemacht hat, Familie, Freunde, Freundinnen und Hobbys, rückt in den Hintergrund. Arbeit, Projekte, positives Feedback von meinen Vorgesetzten, all das rückt plötzlich in den Vordergrund. Wenn diese Werte langfristig verschoben sind und ich keine Balance mehr zwischen Arbeit und Freizeit bzw. Ausgleich finde, dann ist der Weg zum Burnout nicht mehr weit. Denn dann macht sich irgendwann eine innere Leere bereit, weil ich in meinem Leben keine positiven Erlebnisse mehr verspüre. Man zieht sich zurück. Dinge, die ich ursprünglich gerne gemacht habe, mache ich nicht mehr. Ich fühle mich innerlich leer, ich fühle mich ausgebrannt, bis ganz am Schluss an der 12. Stufe in Phase 12 die vollkommene Burnout-Erschöpfung steht, vergleichbar mit einer schweren klinischen Depression. Je früher man den Weg zum Burnout wahrnimmt, umso einfacher und umso schneller ist es möglich, professionelle Hilfe zu leisten. Eine psychologische Beratung kann hier hilfreich sein, schädigende Gedanken oder Verhaltensmuster ausfindig zu machen und zu korrigieren. Die Begriffe Stress und Burnout verbinden wir meist mit der Arbeitswelt. Eine Person, die 60 Stunden in der Woche in der Arbeit ist, das ist jemand, der wir ein Burnout zuschreiben und zutrauen, wo wir geradezu darauf warten, dass diese Person irgendwann ausgebrannt ist. Auf der anderen Seite eine Person, die vielleicht nur 15 Stunden arbeitet, in Wahrheit aber zu Hause viele chronische Belastungen hat, die man in der Arbeitswelt nicht sieht. Das sind die Personen, denen man kein Burnout zutraut. Das Burnout hat nämlich tatsächlich nichts mit der Arbeitszeit zu tun, die ich mich jetzt wirklich mit der Arbeit auseinandersetze, sondern vielmehr damit, was ich alles mitbringe, welchen Rucksack ich durchs Leben trage an chronischen Belastungen und Beanspruchungen, der schließlich dazu führt, dass ich irgendwann vollkommen ausgebrannt bin. So könnte der 60-Stunden-Mitarbeiter oder die 60-Stunden-Mitarbeiterin zum Beispiel im Sport oder in der Freizeit so viel Ausgleich finden, dass die viele Arbeitszeit für ihn oder sie überhaupt kein Problem darstellt. Wohingegen die 15-Stunden-Arbeitskraft vielleicht zu Hause kleine Kinder zu versorgen hat, finanzielle Schwierigkeiten hat, die ein Burnout begünstigen. Insofern ist es ganz wichtig, hinzuschauen, welche individuelle Geschichte ein Mensch mitbringt und nicht vorschnell aufgrund von Arbeitszeit zu urteilen. Konzentrieren wir uns aber auf die Arbeitswelt, so betrifft es in etwa 20% aller berufstätigen Personen, die irgendwann im Laufe eines Lebens an einem Burnout leiden. Das Alter, die Geschlechter, die berufliche Position, all das ist vollkommen durchgemischt. Ein Burnout kann tatsächlich jeden und jede treffen.
Besonders gefährdet sind dabei Personen mit einem Hang zum Perfektionismus und jene Menschen, die keine Grenzen setzen können, denen das Nein sagen schwerfällt oder das Abgeben von Aufgaben. Um eine Diagnose über ein Burnout stellen zu können, ist ein ausführliches ärztliches oder psychologisches Gespräch notwendig. In diesem Gespräch wird die individuelle Geschichte, die Anamnese einer Person erfasst. Dabei geht es darum, herauszufinden, an welchen Symptomen denn ein Betroffener oder eine Betroffene leidet. Schlaf- oder Konzentrationsstörungen, Verdauungsschwierigkeiten, unklare körperliche Schmerzen, all das sind mögliche Leitsymptome, die auf ein Burnout hindeuten könnten. Wir schauen uns in diesem diagnostischen Gespräch aber auch an, wie lange diese Symptome schon bestehen. Denn eine Woche Erschöpfungszustand ist noch lange kein Burnout. Eine Person, die sich allerdings über mehrere Wochen hinweg ausgelaugt fühlt, ist schon viel eher gefährdet, sich innerlich ausgebrannt zu fühlen. Aber es geht nicht nur um die Symptome an sich, es geht auch darum, wie sehr diese Begleiterscheinungen eine Person im Alltag beeinträchtigen. Ganz allgemein gilt, je früher man psychische Erkrankungen aller Art, aber natürlich gilt das auch fürs Burnout, erkennt, umso leichter ist es, eine Behandlung effektiv zu starten. Da die Entstehung des Burnouts von mehreren unterschiedlichen Faktoren abhängig ist, ist es auch wichtig, in der Beratung und Behandlung all jene Aspekte zu berücksichtigen. Allen voran steht ein Stressmanagement und ein Entspannungstraining, in denen man lernt, eigene Stressoren ausfindig zu machen und herauszufinden, wie man mit dem Stress bestmöglich umgehen kann. Aber auch das Vermitteln von Entspannungs- und Atemtechniken kann hilfreich sein, um die körperlichen Stresssymptome zu lindern. Das heißt, eine psychologische oder psychotherapeutische Beratung und Behandlung ist hier wichtig, um schädigende Gedankenmuster ausfindig zu machen und herauszufinden, wie wir bestmöglich mit Stress umgehen können. Ganz wichtig dabei ist nämlich, das Ziel einer Beratung ist niemals jenes, dass wir jeglichen Stress aus dem Weg räumen und möglichst entspannt durchs Leben spazieren. Das Ziel ist es eher, Werkzeuge zu vermitteln, mit denen wir lernen, mit Stress besser umzugehen. Da zum Thema Burnout häufig auch körperliche Begleiterscheinungen dazukommen, braucht es natürlich hier auch eine medizinische oder medikamentöse Begleitung, die diese Symptome lindert und damit eine ganzheitliche Behandlung ermöglicht. Stress, Burnout und Karriere, all das sind Themen, die auch in der psychologischen Beratung bei InstaHelp häufig vorkommen. Selbstverständlich gibt es kein 0815-Prinzip, wie man bestmöglich mit Stress umgehen kann. In der psychologischen Beratung können wir uns aber gemeinsam anschauen, was sind deine persönlichen Stressauslöser und warum beanspruchen und belasten dich diese Dinge eigentlich so sehr? Wie kannst du lernen, mit Stress bestmöglich umzugehen? Welche Stressoren kannst du vermeiden? Wo ist aber vielleicht Durchhaltevermögen und Leistung gefragt? Und was können wir gemeinsam tun, um dir die Energie zu vermitteln, sodass du diese Herausforderungen meistern kannst? Wie können wir dich stärken, um mit all den Stressoren, die uns das Leben in den Weg stellt, bestmöglich umgehen zu können? Wir erlernen gemeinsam Strategien, um dir das Gefühl von Kontrollierbarkeit und Sicherheit zurückzugeben. Und wir finden Methoden heraus, die deine Gedanken oder Verhaltensmuster in eine gesunde Richtung lenken können. Sehr häufig ist es so, dass der Weg zu einem Burnout von unserem Umfeld sehr viel schneller erkannt wird als von uns selbst. Betroffene selbst sind oft so sehr fokussiert auf die Arbeit, auf deren Visionen, auf deren Ziele, die sie vor Augen haben, dass sie vollkommen aus den Augen verlieren, wie es ihnen dabei denn eigentlich wirklich geht. Wenn du dich selbst angesprochen fühlst, dann beachte bei dir folgende Warnsignale. Zuallererst, wenn du merkst, dass Dinge, die dir eigentlich Freude bereitet haben, plötzlich keinen Spaß mehr machen, dir keine Energie mehr geben, dann ist es an der Zeit, hier ganz genau hinzuschauen. Wenn du verspürst, dass du dich sozial zurückziehst und deine Freunde und Freundinnen dir eigentlich keine wertvolle Unterstützung mehr sind. Wenn du das Gefühl hast, dass du ganz egal, was du machst, nie mehr zu 100% aufladen kannst und eigentlich im Alltag nur noch funktionierst und keine Freude dabei hast. Wenn du körperliche Begleiterscheinungen verspürst, unklare Schmerzen, Verdauungsschwierigkeiten, wenn du nicht mehr schlafen oder dich nicht ausreichend konzentrieren kannst. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Gedanken auch abends nicht zur Ruhe kommen können und du keinen Weg mehr findest, Ausgleich und Erholung zu schöpfen. Wenn du einen dieser oder mehrere Warnsignale bei dir erkennst,
dann scheue dich nicht davor, ein professionelles Gespräch in Form einer psychologischen Beratung in Anspruch zu nehmen. Diese kann dir dabei helfen, deine eigenen Stressoren ausfindig zu machen und dir Techniken vermitteln, wie du besser mit deinem Stress umgehen kannst. Gerade als Vorgesetzte tragst du auch ein Stück Mitverantwortung für die mentale und körperliche Gesundheit deiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Natürlich sollst und brauchst du niemals die Rolle eines Arztes, einer Ärztin, eines Psychologen oder einer Psychologin einnehmen. Wo du aber unterstützen kannst, ist auf der einen Seite Maßnahmen zu setzen, um Stress in der Firma möglichst zu vermeiden. Auf der anderen Seite kannst du aber auch eine wertvolle Unterstützung sein, eine Brücke bilden und dabei vermitteln, professionelle Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Mögliche Warnsignale, die du bei deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen immer ernst nehmen solltest, sind jene, wenn du verspürst, dass sich eine Person vollkommen verändert, dass sich Menschen zurückziehen, sich nicht mehr an Teamaktivitäten, an der Pausengestaltung beteiligen. Wenn du das Gefühl hast, dass sich eine Person nur noch in die Arbeit stürzt und nichts anderes mehr wichtig ist. Wenn Perfektionismus und das fehlende Abgeben von Aufgaben an der Tagesordnung stehen. Wenn du merkst, dass eine Person innerlich leer ist, keine Freude mehr empfindet und Dinge, die ihr oder ihm ursprünglich Spaß gemacht haben, plötzlich keinen Sinn mehr ergeben. Oder wenn sich Krankenstände und Fehler häufen und du den Eindruck hast, diese Person könne sich nicht mehr konzentrieren und nicht mehr ausreichend Erholung und Ruhe finden. Wenn du eine oder mehrere dieser Warnsignale erkennst, scheue dich nicht, ein offenes Gespräch mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin zu führen, um herauszufinden, was hinter diesen Symptomen steckt und wie du an deiner Rolle bestmöglich helfen kannst. Prinzipiell könnte man davon ausgehen, es sei vollkommen egal für dich, wie es deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geht, solange sie einfach gut funktionieren und ihre Arbeit leisten. Dem ist aber natürlich nicht so, denn die Gesundheit, mental und körperlich deiner Mitarbeiter spiegelt auch die Gesundheit und den Erfolg deines Unternehmens wider. Und dabei geht es nicht nur darum, dass die Arbeitskräfte lieber zur Arbeit kommen und dass sie mehr Freude dabei haben, es geht auch um ganz konkrete Kennzahlen deines Unternehmens. Es geht um Krankenstände und Fehlerhäufigkeit. Es geht darum, wie Konflikte und Kommunikation im Team ablaufen. Es geht um die Resilienz, um die psychische Stabilität deiner Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin, die psychisch gestärkt ist, ist auch imstande, Herausforderungen und schwierige Situationen besser zu meistern. Der Erfolg deines Unternehmens ist also maßgeblich auch davon abhängig, wie stark die mentale Gesundheit deiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist. Gerade als Führungskraft kannst du einen wesentlichen Teil dazu beitragen, die Gesundheit deines Unternehmens zu stärken. Dazu braucht es nicht viel Geld und auch keine kostspieligen Maßnahmen. Mit deinem Verhalten kannst du schon ganz viel bewirken. Auf der einen Seite achte darauf, dass du immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse deiner Arbeitskräfte hast. Lebe eine gesunde Arbeitsweise vor, in der du selbst nicht am Wochenende bis spät abends noch E-Mails verschickst, sondern auch du auf Arbeitszeiten und Erholung achtest. Besprich mit deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wann Erreichbarkeit unbedingt gefordert ist, erlaube aber unbedingt auch jeder Person, Zeiten zu haben, in denen sie einfach nicht zur Verfügung stehen müssen. Achte auf ein gutes Miteinander, auf einen regelmäßigen und guten Austausch und auf ein gutes Teamklima. Du kannst dafür sorgen, dass Aufgaben möglichst autonom und selbstständig erledigt werden können. Das gibt ein Gefühl von Selbstsicherheit und Selbstwirksamkeit. Und achte auf Fairness hinsichtlich der Karrierechancen und hinsichtlich einer positiven Rückmeldung von Erfolgen. Ganz besonders fürs Homeoffice gilt: Mach dich vertraut mit neuen digitalen Kommunikationskanälen und werde dir aller Vor- und Nachteile dieser Kanäle bewusst. Achte auf eine strikte Trennung zwischen Arbeit und Freizeit und ermögliche eine gute Planbarkeit, sodass jeder weiß, wann Arbeitszeiten gefordert sind und wann Freizeitaktivitäten möglich sind. Wenn du bei dir selbst oder bei deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eines der besprochenen Warnsignale entdeckst, dann scheue dich nicht davor, ein professionelles Gespräch in Anspruch zu nehmen. Gemeinsam können wir hinschauen, wo die Stressauslöser liegen, was du tun kannst, um Maßnahmen zu setzen, um den Stress vielleicht zu reduzieren. Oder wie es auch möglich ist, Kraft zu tanken, um Durchhaltevermögen zu erzeugen und leistungsstark zu bleiben.